Ein Team aus 4 Entdeckern macht sich auf nach Laos, um in den dortigen Höhlen nach einer legendären Riesenspinne zu suchen, von der Einheimische seit Jahrzehnten berichten. Das ist Spinnenforscherlegende Dr. Peter Jäger. 2001 beschrieb er die laotische Riesenkrabbenspinne erstmals anhand von Exemplaren aus dem Naturhistorischen Museum in Paris und gilt seither als Entdecker der Spinne. Das ist Sascha Packheiser, Vogelspinnenexperte, Fotograf und Weltenbummler. Er gründete vor über 20 Jahren den größten Vogelspinnen-Stammtisch Deutschlands. Das ist mein Zwillingsbruder Thomas Kern, Raumfahrtingenieur, Abenteurer und Filmemacher. Er lief 2022 einen der längsten Fernwanderwege der Welt, den berühmten 4265 Kilometer langen Pacific Crest Trail von Mexiko bis Kanada und schaffte den Thru-Hike. Und dann bin da noch ich, Markus Kern, Gründer dieses YouTube-Kanals, Hobbyforscher und Abenteurer. Ich möchte in meinem Leben so viele Orte und Tiere entdecken wie nur möglich. Wir 4 als Team erkunden eine Woche lang Laos. Werden wir die legendären Riesenspinnen von Laos finden? Das ist unsere Geschichte. Leute, ich war vor kurzem beim Blutspenden, solltet ihr auch mal machen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber als ich nach Hause gekommen bin, war ich ein bisschen down, wenn man so einen halben Liter Blut verliert. Und danach habe ich einen der neuen Holy Hydration Drinks getrunken, den ich vorher schon in den Kühlschrank gestellt habe, damit ich ihn jetzt kalt genießen kann. Und das war dann perfekt. Danach war ich eigentlich wieder voll auf dem Damm. Denn die Holy Hydration Drinks, die haben diesmal kein Koffein, sondern sehr viele Elektrolyte und Mineralstoffe. Und das braucht man natürlich nicht nur nach dem Blutspenden, sondern allgemein nach dem Sport oder wenn man halt mal ein bisschen down ist, einfach um sich aufzufreshen. Also ich feiere auf jeden Fall die Hydration Drinks enorm, weil die kann man auch einfach so mal trinken zum Durstlöschen oder auch einfach nur für den Geschmack. Und beim Geschmack sind die wirklich auch mega. Meine Lieblingssorte ist Pink Grapefruit, das ist die hier. Holt euch auf jeden Fall mal ein Probierpaket dieser Hydration Drinks über meinen Link in der Videobeschreibung und verwendet den Code NEUGIERZONE5. Dann bekommen Erstkunden 5 € Rabatt. Das ist eine der besten Möglichkeiten, meinen Kanal zu unterstützen, denn jede Bestellung unterstützt eben meinen Kanal direkt. Danke euch und nun geht es weiter mit dem Video. In den letzten 3 Folgen haben wir euch zahlreiche Tiere vorgestellt, die wir bei unserer Expedition entdeckt haben. Doch das Tier, das wir am sehnlichsten finden wollten, war noch nicht dabei. Die Heteropoda maxima, die größte Spinne der Welt mit einer Beinspannweite von bis zu 32 cm. Hauptsächlich wegen dieser Spinne sind wir nach Laos geflogen. Und deshalb haben wir natürlich sehr gehofft, sie in unserer letzten Höhle doch noch zu sehen. Die Chancen standen gut, denn diese Höhle ist gigantisch groß und der perfekte Lebensraum für die Heteropoda maxima. Um zu dieser Höhle zu kommen, mussten wir sehr früh aufstehen, denn wir hatten eine lange Anreise vor uns. Von den Höhlen, die wir besucht hatten, lag diese am weitesten von Takek entfernt. Und so packten wir in aller Früh unsere Sachen und fuhren im Morgengrauen in Richtung der Höhle. Nach etwa 45 Minuten Fahrt machten wir eine kleine Pause neben der Straße und aßen etwas in einem kleinen Imbiss, wenn man das so nennen kann. Es war im Grunde nur eine einfache Blechhütte, doch das Essen war fantastisch, vor allem die würzigen Suppen. Und die Laoten, die uns dort bedient haben, waren sehr freundlich und lieb. Nach dem Essen fuhren wir weiter und kamen nach einiger Zeit durch ein kleines Dorf, das das Leben auf dem Land in Laos perfekt widerspiegelte. Dort lebte eine kleine Gemeinschaft, die Landwirtschaft betrieb und sich weitestgehend selbst versorgte. Man hat gespürt, dass hier jeder seine Aufgabe hat, wodurch eine Art Community entsteht. Auf diese Weise kommen die dortigen Menschen zwar durchs Leben, aber dieses Leben ist auch sehr minimalistisch. In Deutschland leben wir größtenteils im Überfluss, doch Sascha hat sich trotzdem für ein Leben im Minimalismus entschieden. Um das Ganze sich natürlich auch finanzieren zu können und auch leisten zu können, musste ich natürlich auch daheim schon ein bisschen umstrukturieren. Heißt, ich habe natürlich eine riesengroße Wohnung gehabt, eine riesengroße Couch, einen großen Fernseher und alles. Habe mich davon getrennt, bin dann runter zum Minimalismus, weil ich gelernt habe, dass es eigentlich das Leben so viel einfacher sein kann mit ganz, ganz wenig Gepäck. Es gibt ja auch immer diesen ganz tollen Spruch, man reist besser mit leichtem Gepäck. Und das habe ich durch mein ganzes Leben jetzt auch ein bisschen durchgezogen und gehe daher auch wirklich in Länder oder auch in Ecken, wo es eigentlich so gut wie gar keinen Tourismus gibt, damit man auch dieses puristische Leben der Bevölkerung und auch der Natur eigentlich so wirklich mitbekommt. All meine Besitztümer habe ich wirklich sehr krass runtergeschraubt. Von 140 Quadratmeter Wohnung bin ich jetzt auf 25 Quadratmeter, ein kleines Zimmer, keine Küche. Mein ganzes Leben passt eigentlich in 2 Rucksäcke, abgesehen vielleicht von meinem Bett und vielleicht ein kleiner Umzugskarton. Alles ist schon sehr minimalistisch geworden. Ganz witzig, wie ich jetzt meine Freundin kennengelernt habe vor einem Jahr. Natürlich habe ich die auch mal eingeladen zu mir.
Ich hatte allerdings nicht bedacht, dass ich mir vielleicht auch was zum Essen bestelle, weil dadurch, dass wir ja keine Küche hatten und ich vielleicht einen zweiten Löffel bräuchte. Also ich habe das sogar so weit runtergeschraubt, dass ich nur ein Messer, eine Gabel und einen Löffel hatte. Ja, dann hatte ich erstmal ein bisschen geschaut, bin dann schnell zum Edeka geflitzt, habe noch einen Löffel gekauft, habe aber dann festgestellt, dass es die einzeln gar nicht gibt und ich musste 3 kaufen. Das hat mich in meinem Minimalismus halt natürlich schon wieder echt geärgert. Ja, aber es war halt echt so. Ihr geschaut, wie, du hast keinen zweiten Löffel. Nachdem wir dieses idyllische Dorf hinter uns gelassen haben, mussten wir zu Fuß weitergehen. Vor uns lag ein etwa einstündiger Fußmarsch, der anfangs auf etwas breiteren Pfaden begann, aber später auf sehr schmale Trampelpfade überging, die mitten durch den Dschungel führten. Nach einiger Zeit trafen wir wie in der 3. Folge erneut auf eine meiner absoluten Lieblingsspinnen, die Nephila pilipes. Nephila-Spinnen sind dafür bekannt, ihre bis zu 2 Meter großen und sehr reißfesten Netze manchmal über Trampelpfade zu spinnen. Und so kam Peter beim Wandern durch den Dschungel einer dieser Spinnen sehr nahe. Ah, Mist. Ah, ja, eine Nephila, wie schön. Das passiert, wenn man durch den Urwald läuft und die Augen auf dem Boden hat. Na, komm mal her. Ei. Oh, das ist ja noch ein ganz junges Weibchen. Sehr schön zu sehen. Das ist die Nephila pilipes. Das ist eine Seidenspinne, die im Englischen auch Golden Orb Weaver genannt wird, wenn man da im richtigen Winkel reinschaut. Da glänzt das Netz so ein bisschen golden. Und wird mit die größte radnetzbauende Spinne hier in Südostasien, gibt es von Indien bis runter nach Australien. Wunderschöne Tiere, haben überhaupt kein gefährliches Gift für uns oder so, sondern es ist nur schön anzusehen, wie die ihr Netz spannen. Die ganz großen Tiere können Netze haben, bis zu 2 Meter Durchmesser und können damit sogar Vögel oder Fledermäuse fangen. Hier sieht man übrigens noch einen anderen Effekt. Viele fragen ja immer, wieso verheddern sich, verkleben nicht die Spinnen im eigenen Netz. Ein Netz ist nie ganz gerade, ist immer ein bisschen geneigt und die Spinne sitzt da drunter und kommt so nicht mit den Klebtropfen so in Berührung. Und die sitzt jetzt auf der anderen Seite, wo ich sie aus Versehen hingescheucht habe. Und da kann sie tatsächlich gar nicht so gut laufen. Das heißt, da ist sie nicht so behende und kommt tatsächlich immer mal in diese Klebtröpfchen und dann dauert es halt etwas länger als normal. Sehr schön. So, die lassen wir mal da. Wir machten uns weiter auf den Weg durch den Dschungel. Irgendwann stoppte Peter und begutachtete einen Baum genauer. Er erkannte Ameisenstraßen und das deutete darauf hin, dass hier Ameisen leben. Er schaute sich also genauer um und erblickte auf einem Ast schließlich eine Kolonie von Weberameisen. Oha, da kommt man besser nicht gegen. Das sind Weberameisen und ich sehe die zum ersten Mal außerhalb eines gewebten Blattnestes. Ja, normalerweise weben sie Blätter zusammen und sind darin dann verborgen. Und hier sitzt sie ganz frei drauf. Sie heißen Öcophylla smaragdina. Smaragdina ist eigentlich grün und so ist auch die Königin, deswegen kommt der Name zustande. Königin kann ich jetzt gerade hier nicht sehen. Und die Völker, die wandern dann von Baum zu Baum, sind sehr aggressiv, beißen, es tut weh. Sie haben sehr, sehr lange Ameisenstraßen. Hier sieht man auch schon wieder schön im Gegenlicht. Und wenn man jetzt hier nur in die Nähe kommt, da sieht man schon, die Fühler gehen hoch. Die wollen ihre Kolonie verteidigen, natürlich auch die Königin. Und wollen wir jetzt nicht zu viel machen, weil die wollen ja wahrscheinlich hier ihre Ruhe haben, bis es Nacht wird und dann wollen sie wahrscheinlich weiter wandern. Sehr, sehr schön. Es war nicht mehr weit zu unserer gewünschten Höhle und so marschierten wir weiter durch den Dschungel. Nach einiger Zeit kamen wir schließlich an der Höhle an und es bot sich uns ein malerischer Anblick.
Hier hat sich das Wasser durch das Gestein gefressen und einen riesigen Eingang in die Höhle erschaffen. Die Höhlen, die wir bisher besucht hatten, waren kaum miteinander vergleichbar. Die erste Höhle war im Grunde nur eine Felsspalte, die zweite war eine Aushöhlung in einem Berg und aus dieser hier fließt ein Fluss. Man könnte sich also jetzt fragen, was genau ist eigentlich eine Höhle? Ab wann spricht man eigentlich von einer Höhle? Ja, ist jetzt zum Beispiel so eine kleine Spalte schon eine Höhle? Oder ist das erst eine Höhle? Also von der Höhle spricht man erstmal nur, wo ein Mensch reinpasst. Alles andere sind Spalten oder sonst irgendwas, Löcher oder wie auch immer. Das ist das eine, aber wo fängt die Höhle denn jetzt eigentlich an? Jetzt könnte man versuchen, irgendwelche Klimastationen aufzubauen und zu sagen, ab einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, ab einer bestimmten Temperaturdifferenz zu draußen, wenn es mittags ist oder so. Und die Höhlenforscher, die machen das relativ einfach. Die nehmen die sogenannte Dripping Line. Das ist die Tropflinie. Also wo da oben der Regen in der Regenzeit runterfällt und hier hintropft und wo es hier draußen nass ist und da drin trocken, da beginnt bei denen die Höhle. Ganz gescheite und sehr, sehr präzise Definition. Nachdem wir den Anblick vor der Höhle genossen haben, machten wir uns auf in die Höhle und stellten nach kurzer Zeit fest, dass diese Höhle weitaus gigantischer war als unsere bisherigen Höhlen. Wir kamen in riesige Räume mit sehr hohen Decken und nach einiger Zeit kamen wir sogar in einen Raum, in dem die Decke eingestürzt war. Hier war die Höhle nach oben hin geöffnet und wir staunten über diese mächtige Formation. Es war ein fantastischer Anblick, doch wir hatten immer noch kein Exemplar der Heteropoda maxima gefunden und so machten wir uns auf den Weg noch tiefer in die Höhle. Irgendwann kamen wir an einen Punkt, an dem die Höhle ziemlich unter Wasser stand. Wir mussten uns also entscheiden, drehen wir um oder gehen wir weiter? Wir schauten uns an und überlegten, wir wollten unbedingt ein Exemplar der Heteropoda maxima finden. Und so entschieden wir uns weiterzugehen, und zwar mitten durch das Wasser. Irgendwann hatte ich wie schon in den vorigen Höhlen das Gefühl, dass hier doch eigentlich nichts leben kann. Doch dann stießen wir tief in der Höhle tatsächlich auf eine Fledermaus, die direkt neben uns an der Wand hing. Das zeigte mir, dass hier wirklich etwas lebt. Und wenn sogar Säugetiere hier überleben können, dann muss es dort auch Beutetiere, wie zum Beispiel Spinnen, geben. Wir suchten also weiter. Je tiefer wir in die Höhle gingen, desto enger wurde es. Wir zwängten uns durch Spalten und krochen teilweise sogar am Boden. Doch die Anstrengung sollte sich lohnen, denn als ich mich nach einer engen Stelle in einem etwas größeren Raum aufrichtete und umsah, erblickte ich sie, die Heteropoda maxima. Oh, krass, Alter. Hinter mir an der Wand saß ein riesiges Weibchen mit ziemlich dickem Hinterleib. Die Spinnen haben eine Schicht im Auge, das heißt Tapetum. Und das ist eine reflektierende Schicht, die, ja, wir kennen das vom Katzenaugen, ja, das Licht reflektieren letztendlich. Das hilft denen, möglichst viel Licht einzufangen und dann auf die entsprechenden Punkte in der Retina zu sammeln. Und uns hilft das hier in der Höhle, die Spinnen aus sehr weiter Entfernung zu erkennen, wenn wir denen wirklich in die Augen reinleuchten und dann strahlt zurück. Und dann können wir die Spinnen schon mal sehr, sehr früh sehen. Weil, wenn man sich schnell nähert und dann rennen sie manchmal weg und so kann man sich halt vorsichtig dann nähern. Und das kann denen nichts schaden, wenn die so lange kein Licht sehen und dann plötzlich... Das ist denen vollkommen bewusst. Das Weibchen sollte aber nicht das einzige Exemplar der Heteropoda maxima sein, das wir gefunden haben. Versteckt in einer kleinen Felsspalte fanden wir auch ein Männchen, das tatsächlich nochmal deutlich größer war als das Weibchen. Es hatte zwar einen kleineren Hinterleib, aber eine größere Beinspannweite. Peter nahm die Spinne in die Hand, um ihre Anatomie für uns zu erklären. Jawohl. Ja, schön. Schön. Nein, du beißt mich jetzt nicht. Die Beine werden auf die andere Seite gebogen. Wenn man sehr viele Beine nimmt, werfen sie auch nicht ab. Also was man hier jetzt sehen kann, ist das hier vorne. Das sind die sogenannten Pedipalpen mit den Endorganen, wo sie den Sperma mit übertragen. Und das ist ein typisches Kennzeichen für die adulten Männchen, also geschlechtsreife Männchen, die jetzt auf Weibchensuche sind.
Ja, ansonsten haben wir hier einen relativ kleinen Hinterleib. Spinnwarzen haben wir natürlich da. Ich weiß nicht, ob der Faden mit rauskommt. Jetzt hätte ich es jetzt ein bisschen unter Stress. Und dann haben wir natürlich die Zähne. Normalerweise gehen die auch mal auf, da. Ja, so. Und das ist klar, da wird sie mit beißen. Das tut auch ein bisschen weh, logischerweise. Also wenn man sich 2 Stecknadeln irgendwie in die Haut rammt, aber das Gift ist absolut harmlos. Ja, das ist gut für irgendwelche Insekten. Jetzt können wir hier nochmal die Haare hier sehen. Hier schön diese Bürste von Haaren, sieht man das? Mhm. Ja. An den anderen Beinen sind die natürlich auch da, aber nicht in dieser Dichte. Ja. Das heißt, hier haben wir das Luftpaddel. Das ist das zweite linke Beinpaar. Jetzt wackel ich hier ein bisschen. Und damit balzen sie dann halt. Und versuchen dem Weibchen ein Verstehen zu geben, ja, ich bin der Richtige. Ja, bitte nicht auffressen. Peter Jäger, der neue Coyote Peterson. Mhm. Ja, schön. Perfekte Aufnahme. Die beiden Exemplare, die wir gesehen haben, Männchen und Weibchen, beide geschlechtsreif, die waren schon sehr, sehr groß. Das ist am äußersten Range, sage ich mal. Also es ist immer ganz schwer zu schätzen, was die jetzt für eine Beinspannweite haben. Aber bei dem Männchen würde ich mal sagen, also mindestens 28, wenn nicht sogar noch größer. Also das war schon richtig groß. Auch wenn jetzt ein Bein gefehlt hat, wo ja die Beinspannweite dann gemessen würde. Aber die war schon echt groß. Auch das Weibchen trug ja Eier im Hinterleib. Das war auch schon sehr, sehr groß und eindrucksvoll einfach, ja. Wir hatten sie also wirklich gefunden, die größte Spinne der Welt. Wir fühlten nichts außer Faszination, da war keinerlei Angst oder sowas. Doch eine gewisse Ehrfurcht hat man vor diesen Tieren natürlich trotzdem. Und sie können einen auch erschrecken. Und das mussten wir auf dem Rückweg aus der Höhle am eigenen Leib erfahren. Denn als wir nochmal an dem Weibchen vorbeikamen, flog plötzlich eine Fledermaus an der Spinne vorbei und scheuchte sie auf, wodurch sich mein Bruder erschrocken hat, zurückwich und mich dadurch zurückschubste. Das war doch nur eine Fledermaus. Oh Mann. Ich prallte mit meiner Schulter auf eine spitze Stelle an der Felswand und zog mir einen schmerzhaften Cut zu. Naja, solche Sachen können bei Expeditionen dieser Art halt mal passieren. Ich war auf jeden Fall einfach nur happy, dass ich die Heteropoda maxima mit meinen eigenen Augen sehen konnte. Oh, die Heteropoda maxima. Ja, also wenn man sie natürlich im Vorfeld immer nur auf Bildern gesehen hat oder vielleicht mal im Glas irgendwo, dann die aber in live zu sehen, in lebend, das war echt der Oberhammer. Also als ich zum ersten Mal die gesehen habe, bin ich so, ja, hatte ich so eine kleine Grube durch und dann war sie halt über mir, hinten an der Wand und da habe ich sie halt zum ersten Mal lebend gesehen und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, also zum einen natürlich die Größe der Spinne, die beeindruckend ist, aber zum anderen auch, wie die aussieht. Also die Farben, diese Zebrastreifen da auf den Beinen und das war dann schon beeindruckend, als dann der Peter die Spinne auch dann genommen hat, um genau zu zeigen, die Anatomie. Auch die Kieferklauen sind natürlich beeindruckend, die ungefähr so groß sind wie ja, der Kopf selber. Megaspinne, sieht Hammer aus und wir sollten hier echt schauen, dass wir das Ganze hier bewahren, also dass wir die Lebensräume der Spinnen auch bewahren, damit die für immer hier bleiben können. Was mir da sehr negativ aufgestoßen ist, war der Müll, den es hier gibt. Also da muss sich hier noch einiges tun, aber vielleicht kommt es dann hier auch irgendwann an, dass man auch ja, mehr drauf schaut und auch Müll recyceln kann besser. Es ist nicht alles so geregelt immer wie in Deutschland. Mein Bruder hat bei diesem Projekt die Kamera- und Drohnenaufnahmen gemacht und war auch sehr begeistert von den Entdeckungen, die wir bei dieser Expedition gemacht haben. Im gemeinen Volksmund meint jeder immer, wir auf der Erde, wir kennen hier schon alles. Aber das ist eigentlich nicht so. Der Peter Jäger hat es auch gezeigt. Also er ist jetzt nicht in der Generation von Alexander von Humboldt oder so und trotzdem hat er über 200 neue Spinnenarten beschrieben. 600. Ja, sorry, sind über 600. Okay. Ja, und er zeigt es eben dadurch. So kann es auch weitergehen. Also es gibt noch viel zu entdecken. Und ich bin ja so ein riesiger Fan, eben die Welt der Technik mit der Welt der Entdeckung zu vereinen.
auch in Form von solchen Drohnen, die dann Spezialkameras wie Multispektralkameras drauf haben und vieles mehr. Robotik im Allgemeinen, und da bin ich ein Riesenfan davon. Und deswegen liebe ich einfach auch Abenteuer und Entdeckung auf dieser Welt. Ja, und genau mit so einer Expedition wie jetzt hier nach Laos erfüllt man sich eigentlich wieder einen weiteren Traum. Das ist doch von jedem gefühlt der Kindheitstraum, einfach in die Wildnis rauszuziehen und nach geilen Tieren Ausschau zu halten. Das habe ich selber jetzt auch schon als Kind gemacht, in unseren heimischen Wäldern. Und jetzt kann man es in der großen Weite sozusagen hier auch wieder machen. Mit Unterstützung von erfahrenen Leuten, die einen dahin bringen, wo es die interessanten Sachen gibt. Und deswegen ist die Expedition hier ja, ein Traum für mich. Bei dieser Reise ist mir mal wieder eins klar geworden. Es gibt nichts Besseres, als eine begrenzte Zeit dafür zu verwenden, die Erde zu erforschen und neue Dinge zu entdecken. Und das zusammen mit tollen Menschen. This is what life is all about. Das ist es, worauf es im Leben ankommt. Diese Erlebnisse und Erinnerungen kann einem keiner mehr nehmen. Und das ist ein fantastisches Gefühl. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Videoreihe unterhalten und inspirieren. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, holt das gerne nach. Die Playlist ist hier verlinkt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Bis bald. Ciao.